Da ich ja mein ganzes Leben irgendwie immer im Kunstmachen verbringe, habe ich mir halt kein Haus gebaut, wie das vielleicht andere Leute machen, sondern ein Atelier gebaut. Ich bin auch immer so, eigentlich mein Leben lang immer mit Freunden, wir sind immer in alle Ruinen reingegangen, über die Zäune, und haben uns alles angeguckt, was irgendwie leer steht. Und ich habe dann auch dieses Areal entdeckt gehabt und wusste, hier möchte ich unbedingt mal mein Atelier haben. Ich habe eigentlich so eine total lineare Entwicklung mit den Standorten des Ateliers aus der Stadt raus. Und dann war ich die allererste, die hier diesen Eckbereich gekauft hat. Und dann habe ich meine Freundin Alicia Quade angerufen und habe gesagt, Alicia, du musst unbedingt auch hierher kommen. Damals habe ich die Außenhülle von dieser Fabrikhalle gekauft und dann mit dem Architekten Daniel Verhülstonk zusammen den Innenausbau geplant. Und auch auf seine Frage hin, welcher Raum soll denn welche Funktion haben, habe ich ihm gesagt, jeder Raum muss sich für alles eignen. In meinem Leben gibt es nicht so ein Elternhaus, wo man so hinfährt und da ist die Heimat und so, das habe ich nicht. Und deswegen ist das sozusagen oft doppelt aufgeladen, so ein Ort, dass der auch diese Funktion von einem Zuhause erfüllen muss. Sonst müsste man sich ja jetzt auch nicht so ins Zeug legen, sein Atelier toll zu kriegen. Aber ich muss so das Heimatgefühl sozusagen immer dann da mit hin transportieren, wo ich dann sowas aufbaue. Weil das nicht woanders geparkt ist bereits. Ich weiß aber, dass ich das mir überall herstellen kann. Also das weiß ich so ganz genau und es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich begeistere mich total für Architektur und was räumlich möglich ist und will das auch, also das Langweiligste ist eigentlich, wenn so ein Atelier fertig ist, dann will ich eigentlich sofort das nächste bauen, einfach weil es total Spaß macht, so die Räume sich auszudenken. Und mich interessiert es eigentlich nicht, wenn das fertig ist, sondern immer nur das Planen und Machen dessen, Aufbauen dessen.